willkommen zu einem neuen Make-up-Tutorial zu dem wohl bekanntesten Horrorclown aller Zeiten, Pennywise aus Stephen Kings Roman Es, der gerade sein Remake in den Kinos erlebt hat. Wir haben für euch gleich mehrere Varianten des Kultclowns festgehalten, die ihr im folgenden Video nachschminken könnt. Zuerst schminken wir den neuen Pennywise. Ich setze also zuerst meine Glatze auf und klebe sie an der Stirnmitte vorne etwas fest. Dann beginne ich damit, kleine Wattebällchen unter die Glatze zu schieben, um so nach und nach den Aufbau des riesigen Kopfes zu erreichen. Sobald der Aufbau die gewünschte Form hat, klebe ich die restlichen Seiten der Glatze an. Lasst euch am besten am Hinterkopf von jemandem helfen, der euch die Glatze hinten am Nacken festklebt. Sobald ich damit fertig bin, löse ich mit einem in Aceton getränkten Wattestäbchen den Glatzenrand an und erhalte so einen nahtlosen und nicht sichtbaren Übergang von Glatze zur Haut. Im nächsten Schritt decke ich meine Augenbrauen mit etwas Cinewax ab, damit der anschließende Aufbau aus Watte mit Latexmilch sich später wieder leichter von meinen Augenbrauen entfernen lässt. Mit weißer Wasserschminke decke ich dann schon mal meinen Stirnbereich ab. Dann beginne ich damit, kleine Wattestücke in Latexmilch zu tränken und die Wattefetzen auf meine Augenbrauen aufzulegen. Das Ganze verstreiche ich dann mehrmals und modelliere es, bis es die gewünschte Form hat. Watte getränkt in Latexmilch lässt sich gut und lange verarbeiten. Ihr könnt euch also hierbei viel Zeit lassen und in aller Ruhe die passende Form aufmodellieren. Das Ganze kann ich mit den Fingern oder auch wie hier zwischendrin mal mit dem Modellierspatel machen, um feinste Details auszuarbeiten oder auch glatt zu streichen. Nehmt euch hierbei immer eine Vorlage, nach der ihr arbeiten könnt, um dem Original so nah wie möglich zu kommen. Sobald dann alles getrocknet ist, hierbei kann man auch zwischendurch mit dem Föhn nachhelfen, wird alles komplett gleichmäßig weiß geschminkt. Die Risse, die ich aufmodelliert habe, male ich anschließend mit grauer Farbe nach und schattiere Schläfen und Stirn mit dunkelgrau und verblende das Ganze anschließend mit etwas Weiß, sodass die Kanten einen weichen Übergang erhalten. Das Ganze mache ich auch wieder mit unserem Aqua Make-up. Die Augenlider und Wasserlinie schwärze ich mit einem Kajalstift und verblende anschließend alles mit einem Pinsel und schwarzem Eyeshadow. Dann ziehe ich mit einem feinen Pinsel die Augenbrauenlinie schön geschwungen nach und bedecke mein restliches Gesicht mit weißer Wasserschminke. Die Nase und Lippen kann man halbwegs auslassen, da die Nase im Anschluss mit roter Wasserschminke eingefärbt wird. Damit die harte Kante verschwindet, benutze ich ein Wattestäbchen und weiße Schminke und vertupfe die sichtbare Kante. Die Lippen werden mit einem roten Lip Liner vorgezeichnet und anschließend rot ausgemalt. Danach ziehe ich dann die geschwungenen Linien von den Mundwinkeln hoch zu den Wangen und Augenbrauen. Mit einem dunkleren Rotton arbeite ich die Lippen und Linien dann noch etwas nach. Ja, und das war auch schon der ganze Schminkvorgang. Jetzt kommen die Haare. Ich habe hier verschiedene Echthaarbärte aus unserem Sortiment verwendet, da die Haarfarbe dieser Bärte einfach unglaublich der von Pennywise ähneln und auch die Kräuselung des Echthaares zum Frisieren ein großer Vorteil ist. Denn ihr müsst zum Beispiel kaum noch groß topieren oder mit Haarspray arbeiten, da die Haare schon gut von alleine stehen. Ich klebe sie also hier mit Mastix auf und zwirbel die noch ein bisschen zurecht und fixiere minimal mit Haarspray. Am Hinterkopf könnt ihr euch, wenn ihr es nicht alleine schafft, wieder am besten von jemandem helfen lassen.
So, der letzte Feinschliff. Dann setzt ihr euch nämlich eure Kontaktlinsen ein und bereitet eure Zahnblenden für den Einsatz vor. Ich habe mir die Zahnblende zuerst einmal zurechtgeschnitten. Dafür lege ich die vorher kurz in ein Glas mit kochend heißem Wasser. Dann sind die nämlich schön formbar und weich. Und rein ins Kostüm und fertig ist deine Verwandlung in den neuen Pennywise. Wer aber lieber bei der alten Version bleiben will, den alten Pennywise schöner findet, für den kommt jetzt die andere Anleitung. Wie auch schon vorhin im ersten Schritt beim neuen Pennywise klebe ich auch hier zuerst meine Glatze an und befülle sie anschließend mit Watte und verklebe die Ränder der Glatze. Vom Prinzip her passieren hier die gleichen Schritte wie beim neuen Pennywise, nur in anderer Form. Denn auch hier mache ich einen Aufbau aus Watte und Latexmilch. Ich lege die feuchte Watte auf und modelliere sie. Hierbei versuche ich, sie diesmal so glatt wie möglich zu streichen. Das kann ich auch wieder toll mit meinem Modellierspatel machen. Anschließend wird alles weiß geschminkt. Die Nasenspitze und Lippen können wieder vernachlässigt werden. Die bekommen wieder eine andere Farbe. Das Ganze mache ich übrigens wieder mit weißer Wasserschminke. Die Wasserlinie der Augen schminke ich mit einem schwarzen Kajal und male kleine blaue Dreiecke auf meine Oberlide. Das mache ich auch mit blauen Aqua Make-up. Und an den Unterlidern ziehe ich dann senkrecht 2 schwarze Striche und male tiefschwarz die ausgeprägten, ungeschwungenen Augenbrauen. Die Lippen gestalte ich in einem knalligen Rot und ziehe die Mundwinkel optisch nach unten. Ich nehme hierfür natürlich auch wieder eine Vorlage, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Und mit einem feinen Pinsel umrande ich die Lippen dann mit Schwarz und verblende die noch so ein bisschen ins Lippeninnere. Wenn ich damit fertig bin, kommt die Nase. Die gestalte ich mir auch wieder mit Watte und Latexmilch, weil das Ganze unglaublich gut hält und auch bei größeren Aufbauten ganz einfach zu machen ist, braucht man hierfür keinen Kleber, was sehr praktisch ist. Und ich versuche dann die Nase zu einem Ball zu formen und sie so glatt wie möglich auszustreichen. Sobald sie dann trocken ist, kann ich sie rot einschminken. Das mache ich auch alles wieder mit roter Wasserschminke. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit der Version des alten Pennywise. Hierfür verwende ich 2 unserer Pharma Echthaarbärte, also auch wieder Bärte, die ich vorher mit rotem Aqua Make-up eingeschminkt hatte. Die habe ich dann in 4 Stücke geschnitten und die übereinander aufgeklebt, sodass man ein gutes Volumen erreicht. Und sie zum Schluss noch kürzer geschnitten. Auch hier wieder, falls ihr am Hinterkopf nicht zurechtkommt, lasst euch einfach von jemandem helfen. Zum Schluss wieder einfach ein bisschen noch zwirbeln und zurecht frisieren und fertig ist auch schon diese coole Pennywise-Frise. Das wäre jetzt auch schon eine Version von Pennywise, aber nein, das ist ja noch nicht wirklich gruselig. Die gruselige Variante kommt jetzt und zwar setzen wir da zuerst einmal Kontaktlinsen und Zähne ein. Und dann geht es weiter und zwar wieder mit einem Aufbau von, na, wer hat dir das gedacht? Latex, Milch und Watte. Ihr seht, man kann davon echt so einiges aufbauen und modellieren und das auch noch ziemlich kostengünstig. Ich beginne mit der fiesen geschwungenen Augenbraue und arbeite mich dann zur Wange runter. Ich habe auch wie hier immer eine Vorlage, an der ich mich orientieren kann. Und sobald der Aufbau dann trocken ist, schminke ich den Bereich in unterschiedlichsten Farben ein. Hauptsächlich sind das Rottöne, auch ein bisschen Grau und Schwarz. Hierbei ist es wichtig, die tiefsten Stellen, also am dunkelsten einzuschminken
und die Farben an sich auch mal einzeln stehen zu lassen und nicht zu sehr zu vermischen oder zu verblenden, weil sonst wird das alles eine einheitliche Farbe und das wollen wir nicht. Also ihr seht, da ist auch ein bisschen lila dabei, dann nehme ich wieder ein bisschen rot und es ist einfach wichtig, dass die Farben nicht alle miteinander vermischt werden. Damit das nicht so eine harte Kante bleibt, verblende ich das Ganze schon immer an ein paar Stellen bzw. an den Kanten mit Weiß, um die Übergänge dennoch weich zu gestalten. Die Lippen betupfe ich auch ein bisschen mit weißer Wasserschminke, damit die an Farbintensität verlieren. Hier und da nochmal ein paar ganz dunkle Akzente setzen. Dann noch rein ins Kostüm und fertig ist deine Verwandlung in den wohl bekanntesten Horrorclown aller Zeiten, Pennywise, the Dancing Clown. Wir sind gespannt, wie viele Leute sich von euch als Pennywise zu Halloween schminken. Vor allen Dingen, welche Version wir zu Gesicht bekommen werden, die alte oder die neue. Falls ihr eine Pennywise-Variante nachschminkt von uns, schickt uns euer Ergebnis, euer Foto gerne per Mail. Die Adresse, Produkte und alles weitere Wichtige findet ihr in der Infobox. Wir sagen ciao und Happy Halloween!